Ich habe letztens mit einer Frau gesprochen, auch aus meinem Seminar, hat lange sterbende Menschen begleitet. Und die hat gesagt, darüber, die Leute, die nicht Sachen gemacht haben, die sterben richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Die können nicht loslassen. Weil die ganze Zeit so festhalten an diesem, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht. Die sterben einfach richtig fürchterlich. Ich bin Susanne, ich lebe seit 2018 in einer Parzelle und meinem Wohnmobil. Einer der Gründe war, dass ich nur 120 € Pacht im Jahr bezahlen muss. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Genau, das ist unser Gemeinschaftshaus, also wir nennen es auch mal liebevoll Gemeindehaus. Genau, 2 meiner Kinder leben ja hier mit mir zusammen auf der Parzelle. Jeder hat ein Haus und der Treffpunkt, da wo alles stattfindet, ist halt hier. So, hier wird zusammen gegessen und wir trinken hier jeden Morgen zusammen Kaffee und es kommen Freunde dazu und so. Genau, das ist ein sehr geliebter Ort. Wir haben hier so einen Beamer, ganz dekadent, den wir ab und zu mal anschmeißen und gerade so in den Wintermonaten und so gucken wir dann alte Filme zusammen und so. Ganz schön. Genau. Und hier geht's dann, also hier habe ich gerade so einen Durchbruch auch gemacht, weil genau, einfach um den Raum ein bisschen größer wirken zu lassen und wegen Licht und sowas, weil es ja relativ dunkel auch ist, fiel mir dann irgendwann ein, dass das hier so ein bisschen offener sein könnte und wir da zusammen kochen können und so. Genau. Ich habe ganz viel Hilfe von meinem Cousin immer gehabt, so, der ist Handwerker und ich mache quasi, ich habe die Ideen und bereite dann alles so vor, wie ich das haben möchte und er arbeitet das dann quasi nochmal nach in ein bisschen, also damit es ein bisschen mehr Substanz quasi hat. Genau. Der hat auch die Küche gemauert. Es war immer so ein Traum von mir, irgendwie mal so eine gemauerte Küche zu haben. Genau, das hat er gemacht und also die Arbeitsplatte, das waren so 2 Baubohlen, die habe ich irgendwann im Garten draußen gefunden. Die waren total überwuchert mit allem Möglichen. Und er hat die dann quasi präpariert und hier eingebaut. Und was ich halt wahnsinnig liebe, ist hier zu sein und den Blick nach hinten zu haben, weil da manchmal so die Rehe lang flitzen und manchmal sind Pferde da oder Kühe. Und dann denke ich immer, sehr schöner Ort, weil das ja im Prinzip mitten in der Stadt ist, aber irgendwie auch nicht. Ich habe mich 2018 dazu entschlossen, die Art meines Lebens irgendwie zu ändern, weil ich da irgendwie gemerkt habe, dass meine Kinder so langsam flügge wurden und mehr rausgegangen sind. Und vorher habe ich mich sehr auf die konzentriert gehabt und habe dann so für mich gedacht, dass ich so auf gar keinen Fall im Alter leben möchte. So. Und habe gedacht, bereite dich mal jetzt schon irgendwie drauf vor und nicht erst so, ups, jetzt bin ich 60 und jetzt sitze ich hier in einer Wohnung, in der ich gar nicht sein möchte, sondern ich habe gedacht, so, ich bereite das so langsam vor, dass es irgendwie, dass ich so leben kann, wie es mir am ehesten entspricht. Und in der Wohnung hatte ich halt immer das Problem, erstens, dass die Wohnungen relativ groß waren, weil ich da halt mit mehreren Kindern drin gelebt habe. Irgendwann auch mit meinem Partner, also mit 7 Personen, dementsprechend groß und teuer war das Ganze. Und dementsprechend muss man ja auch sich um diese Wohnung kümmern. Also es ist ja auch viel Zeit, die man dann damit verbringt, die Wohnung irgendwie sauber zu halten. Und andererseits hat mich daran gestört, dass in so einem Mietverhältnis man ja halt, man darf da sein, aber man darf ja nichts groß verändern oder so. Und ich bin aber ein sehr kreativer Mensch und ich habe eigentlich Bock, immer irgendwas zu verändern, irgendwas zu bauen, irgendwas zu machen. Und dann habe ich irgendwie durch Zufall über Bekannte irgendwie Leute gesehen, die auf Parzellen gelebt haben. Und habe dann gedacht, irgendwie klingt das ganz spannend. Ich hatte aber auch ein bisschen Angst, weil
ich auch wusste, okay, man verlässt auch so ein bisschen seine Komfortzone. Und deswegen habe ich erst eine Zeit lang im Wohnmobil nur gelebt. Meine beiden jüngsten Kinder sind da zu dem Zeitpunkt noch viel mit mir zusammen gereist und so. Und dann kam Corona und dann war das Reisen auch ja so ein bisschen eingeschränkter und irgendwie alles hat sich so verändert und wir haben irgendwie wieder einen Ort gesucht, wo wir als Familie zusammenkommen können. Und dann hat mich irgendwer gefragt, hey, willst du eine Parzelle kaufen? Und dann habe ich das halt gemacht. Die habe ich tatsächlich bei eBay irgendwie für 50 Euro oder so erstanden. Und das Geile ist halt sowas hier, ne? Dass man an beiden Seiten quasi noch das rausziehen kann. Und dann hat man einfach, weil die Küche ja relativ klein ist, einfach voll viel Stellfläche nochmal. Genau, die reinzuholen, dieses Teil war ein sehr großes Projekt. Ich dachte eigentlich, naja, wir holen das ab und stellen das hier rein. Aber das passte nicht durch die Tür. Und dann mussten wir halt durchs Fenster die reinbringen. Und das hat dann tatsächlich einen ganzen Tag gedauert. Aber ich finde das Teil halt mega schön. Das ist irgendwie wohl aus der ehemaligen DDR. Da waren auch noch so alte Gardinen und so drin. Aber ja, mich liebt das Teil total. Das ist ja eigentlich quasi der Weg nach oben gewesen. Also diese Wand gab es auch am Anfang gar nicht, sondern es war ein großer Raum. Aber ich wollte halt, also ich habe nicht viele Sachen, die ich brauche zum Leben, aber eine davon ist wirklich eine Toilette im Haus. Weil im Winter bin ich nicht der Typ, der gerne rausgeht, ehrlich gesagt. Und genau deswegen haben wir das jetzt hier, diese Wand ist hier reingekommen. Und dann haben wir aus diesem winzigen Raum jetzt halt das Badezimmer gemacht. Also da entsteht jetzt auch noch eine Treppe, die nach oben führen soll, beziehungsweise eine Leiter, die dann so verschwindet, hoffentlich am Tag, damit man diesen Raum hat. Genau, und Dusche ist mir halt auch wichtig, weil ich ja arbeiten gehe als Familienhelfer und ich muss halt da irgendwie gut ankommen. Und manchmal war das so anstrengend, am Abend noch irgendwie ins Duschhaus zu fahren und alleine die ganzen Sachen einpacken und da hinfahren. Und im Winter fand ich das super anstrengend. Und das ist jetzt so, also seit diese Dusche bzw. dieser Raum da ist, habe ich halt noch ein bisschen mehr so ein Zuhausegefühl. Einfach weil das jetzt, ich habe Wärme, ich habe eine Toilette und ich habe eine Dusche, das sind so, und Essen natürlich so, und das sind für mich so die wichtigsten Sachen. Sieht es immer noch so in deinem Badezimmer aus? Dann weißt du auch, dass das zu dem und zu dem führt, oder? Hier ist eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Alternative zu herkömmlichen Duschgels und Shampoos. Tada! Das sind die Duschbrocken. Duschbrocken ist Shampoo und Duschgel in einem, plastikfrei, ergiebig und perfekt für zu Hause und unterwegs. Übrigens auch komplett vegan. Mit dem Code PEACE erhältst du 10% on top ohne Mindestbestellwert. Ich hatte ja oft das Gefühl, dass Seifen nicht so krass schäumen, demnach auch nicht so sauber machen. Aber der Duschbrocken ist ein richtiger Schaumschläger. Er schäumt und pflegt und das sogar für Haut und Haare. Mit der Transportbox kannst du den Duschbrocken dann auch mitnehmen und dank der Luftschlitze kann er dann auch gut abtrocknen nach dem Gebrauch. Hol dir am besten das Schaumschläger-Set in 4 verschiedenen Düften. Mit dem Code PEACE sparst du ganze 10% on top, ganz ohne Mindestbestellwert. Scanne den QR-Code oder klick auf den Link in der Videobeschreibung. Lass uns die Welt zusammen ein bisschen sauberer machen. Es ist ja hat so eine gewisse Freiheit ja auch irgendwie. Gerade im Winter sind hier ganz wenig Menschen nur. Im Sommer kommen die halt alle auch und sind auch den Sommer über da. Dann ist das auch eine ganz andere Energie hier so in den Parzellen. Das hat auch was Schönes so, weil man eher mal so in Kontakt kommt und so. Und im Winter ist es halt, ja, ist man so sehr auf sich. Das kann manchmal auch, also es ist nicht immer nur angenehm, muss ich dazu sagen, so, weil so die ersten Jahre haben wir halt auch echt mit Kälte und Nässe und so gekämpft. Da hatten wir halt nur einen Ofen und das Haus war nicht isoliert und das war schon auch viel Kampf. Ich hatte ein ganz altes Wohnmobil, was natürlich auch nicht isoliert war, wo eine alte China-Heizung drin war, die mindestens einmal im Monat ausgefallen ist und das natürlich immer nachts und das war auch echt schwer. So.
So mittlerweile kommen wir sozusagen, also meinem Luxus immer näher. So, also das, was ich halt als Luxus empfinde, ist halt im Winter Wärme zu haben. Ich habe jetzt ein Badezimmer eingebaut, so dass ich nicht mehr ins Duschhaus gehen muss, um mich zu pflegen, sondern einfach in meinem Haus sein kann. Wir haben eine Fußbodenheizung, also es ist immer mehr Luxus in Anführungsstrichen. Das ist unser hinterer Bereich, wo noch ganz viel passieren soll. Deswegen ist es noch, also es ist noch im Werden sozusagen, aber das haben wir seit letztem Jahr und das ist eine Solardusche. Und im Sommer mega toll, weil wenn man da duscht, kann man auch aufs Feld gucken und ich fand es bis jetzt echt total schön, das zu haben, ja. Ich habe ein Höhenproblem. Die ersten Male, als ich hier gesessen habe, die ganze Zeit nur. Oh! Aber es ist halt schon auch schön, ne? Auch wieder dieser Ausblick von hier. Ja, das war auf jeden Fall erstmal ein ganz, ganz dunkler, modriger Raum mit irgendwie toten Ratten drin und so. Und wir haben ja, das im Prinzip ausgebaut. Ne? Wir haben alles isoliert und mit Gips, Rigipswänden verkleidet. Und das sind die neuen Fenster quasi. Die habe ich auch bei eBay gefunden für ganz wenig Geld. Und ja, wir wollten so ein bisschen erreichen, dass wir so eine Art Dachterrasse haben. Mit der Möglichkeit, da auch mal zu pennen, wenn jetzt mal jemand zu Besuch ist. Und man kann halt nicht drin stehen, aber halt gemütlich drin sitzen. Und ich finde, dass es irgendwie ganz gut gelungen ist. Zu Anfang war Anouk, meine mittlere Tochter, hier oben drin. Weil sie hatte zwar ein Haus gegenüber, aber sie hat sich da zu weit weggefühlt von uns und wollte mehr in unserer Nähe sein. Und hat sich dann quasi hier, ihren PC hatte sie und sie wollte sich für Kunst einschreiben und musste dann Aufnahmeprüfung machen und das Licht war ja dann irgendwie auch ganz cool. Dann hat sie hier oben total viel gemalt und sich vorbereitet. Hat leider nicht ganz geklappt, sie macht jetzt aber Kulturwissenschaften und ist damit auch total happy. Aber die hat lange in diesem kleinen Raum gelebt so und mochte das auch gerne, glaube ich. Also sonst hätte sie es ja auch nicht gemacht, offensichtlich irgendwie. Ja. Und jetzt ist sie aber dann irgendwann, als das Studium dann anfing, dann brauchte sie irgendwie doch mehr Raum für sich. Und jetzt hat sie halt wieder ihre eigene Parzelle, so, wo eben auch alles ist, was man braucht. Die hat auch ein Klo und die hat eine Küche. Und also jeder für sich hat halt alles, so, also kann sich auch selbst versorgen. Und ja, das ist ganz schön. Naja gut, wenn man irgendwie eine schwerere Krankheit hat, hat man ja schon auch mal das Bewusstsein dafür, dass das Leben endlich ist. Und dass man die Zeit, die man hat, irgendwie gut nutzen soll. Und letztendlich, also ich bin jetzt seit vielen Jahren symptomfrei. Das stimmt nicht ganz. Also ich habe trotzdem immer noch Up and Downs und so. Aber eben nicht so massiv, dass sie mich aus dem Leben rauskicken. Und irgendwie möchte ich halt die Jahre, die mir jetzt zur Verfügung stehen, so gut wie möglich gestalten. Und irgendwie... Also ich habe ja mal die Kontrolle verloren und dann entscheiden halt andere für dich. Und solange ich in der Lage bin, selber zu entscheiden, möchte ich das irgendwie so einrichten, dass es eben so ist, wie es sich für mich gut anfühlt. Ja, eine bipolare Störung ist irgendwie, glaube ich, im Volksmund ein bisschen besser bekannt als manisch-depressiv. Also viele wissen nicht, dass das das Gleiche ist. So. Es hat nur einfach einen anderen Namen bekommen und zeichnet sich halt dadurch aus, dass man in sehr extremen Gefühlen lebt, also in sehr krassen Hochphasen und in sehr schlimmen Tiefphasen. Und die wechseln, wenn man Pech hat, halt relativ häufig so. Also da gibt es aber auch ganz unterschiedliche. Also es gibt Leute, die haben das täglich oder wöchentlich oder jährlich. Also da gibt es gar keinen, also es ist bei jedem anders irgendwie. Und bei mir haben so Hochphasen manchmal schon dann echt lange angehalten. Also ich würde sagen so 2-3 Monate und die anderen Phasen halt auch. Und diese Hochphasen, die man sich jetzt eigentlich ein bisschen cooler vorstellt, weil irgendein bekannter Mensch hat mal gesagt, das ist noch ein bisschen toller als Koks zu nehmen. Also man ist halt wirklich gekickt. So. Aber man ist auch ein bisschen unangenehm für andere Menschen, weil man hat halt einen krassen Redefluss, man guckt auch so ein bisschen auf andere herab, so
die müssen schlafen. Wie langweilig ist das denn so? Also es hat auch schon unangenehme Aspekte für andere so, ne? Kreative Gedanken, aber eben auch Gedankenrasen. Also man macht dann auch nicht eine Sache, sondern irgendwie 10 auf einmal und ist dann irgendwann halt auch körperlich sehr an seinen Grenzen. Also es gab Phasen, wo also das Schlimmste war mal 65 Stunden nicht schlafen. Und da wird man halt, also da fängt man auch an, Dinge zu hören, zu sehen. Schon so Richtung Psychose irgendwie und das ist sehr, 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 sehr unangenehm. Ist auch schwer zu behandeln in dem Moment so. Und das Gegenteil dann eben ist, dass der Körper ist dann ja auch sehr erschöpft von dem ganzen Tun und Machen und von dem Denken auch. Und dann ist auf einmal wie so ein Schalter und dann geht das halt in die andere Richtung und man verliert völlig den Lebensmut. Also so richtig, richtig. Und so ging es mir halt lange Jahre und ich habe das dann auch versucht irgendwie selber zu behandeln und habe mir dann noch eine Alkoholsucht dazu angeschafft, weil ich irgendwie dann immer entweder runtergekommen bin oder hochgekommen bin, je nachdem, was gerade so war. Und es hat mich halt körperlich richtig an meine Grenze. Ich war so abgerockt. Mit 40 dachte ich halt auch wirklich, gut, das war's jetzt irgendwie. Und es gab auch tatsächlich mal einen Arzt, der gesagt hat, wenn sie es noch ein halbes Jahr so machen, dann überleben sie es nicht. Ja. Das ist unser zweites Outdoor-Wohnzimmer. Das Abendwohnzimmer irgendwie im Prinzip. Genau, hier habe ich mich so ein bisschen auf so Festivals verschiedenen so inspirieren lassen, weil die aus so alten Schnitt halt immer irgendwie schöne Figuren und so manchmal gebildet hatten. Und dann fiel mir irgendwann ein, also ein Rundbogen hier wäre auch cool, weil das so hässliche, einfache Pfähle nur waren. Das war mir sowieso immer so ein Dorn im Auge und jetzt habe ich das so ein bisschen damit verdeckt quasi. Und abends leuchtet das sehr schön und das Licht ist einfach am Abend hier wahnsinnig schön. Genau, und da habe ich ein altes Bettgestell gefunden am Sperrmüll und dachte, oh, du bist eine sehr schöne Rankhilfe. Und ich glaube hier, das habe ich auch irgendwie auf dem Müll gefunden. Also es sind ja immer so Sachen, wo man dann manchmal so denkt, okay, andere wollen das nicht haben. Ich finde es sehr schön. Das ist genau nochmal die Dusche von der anderen Seite. Der Vorhang ist dafür da, wenn Besuch ist und die möchten gerne mal auf Toilette gehen, ungestört, dann können die das einfach zumachen. Also gerade weil hier echt viele Partys sind, weil meine Kinder bringen immer viele Leute mit nach Hause. Das ist mein neuestes Projekt gewesen, der Pizzaofen. Eigentlich sollte das was ganz anderes werden, eine Outdoor-Küche und dann fiel mir aber ein, oh, ich hätte viel lieber einen Pizzaofen. Genau, und dann hatte ich mir überlegt, dass ich eine schöne Betonplatte machen möchte und das ist auch eine geworden, aber es war so schlimm, die zu machen. Ich hatte mir so YouTube-Videos angeguckt und da sah das immer so einfach aus. Ich habe immer gesehen, so ein Eimer Zement und fertig ist die Betonplatte, aber in Real war es ganz, ganz anders. Ich glaube, ich habe eine Woche lang Beton gerührt und immer wieder eine Schicht und noch eine und noch eine. Genau, und dann habe ich halt angefangen, den Ofen zu mauern. Ich hatte Steine geschenkt bekommen, auch durchgebrannte, weil das müssen durchgebrannte Steine sein, damit die nicht platzen und so. Und habe mich da so langsam rangetastet und auch da ist dann irgendwann mein Cousin gekommen und hat gesagt, ich glaube, das wird nichts, wenn du so weiter mauerst, dann bist du irgendwann da ganz oben. Und deswegen, der ist relativ hoch geworden, aber er tut, was er tun soll. Also man kann da wunderbare Pizza mit backen. Wir haben das auch schon öfter gemacht und es macht echt Spaß. Ja, das war eines unserer ersten Projekte hier im Garten. Und zwar, ja, ich wollte immer schon mal gerne so ein Gewächshaus haben und dann habe ich angefangen, Fenster zu sammeln. Und witzigerweise stehen die ja auch oft an Straßen oder Leute wollen die loswerden und fragen, willst du nicht noch ein Fenster? Deswegen stehen hier überall verteilt auch noch alte Fenster und Türen, die noch darauf warten, von mir verarbeitet zu werden. Genau, und das war dann, also Micha hat dann wieder so den Grundstein gemacht, also den Boden gerade gemacht und befestigt und so. Und meine Kinder und ich, wir haben das dann zusammengeschraubt. Es ist auch nicht so perfekt, aber es hält. Hier waren schon einige fiese Stürme
Genau, und dieses hier finde ich total besonders schön, dieses Fensterchen hier. Genau, und die Kinder wollten unbedingt, dass es ganz bunt wird und dann haben wir es halt bunt angemalt. Und da drin ist jetzt echt ein Dschungel. Im Moment ist ein Dschungel drin, ein unkontrollierter. Ja, ich hatte halt das Glück, dass ich in der schweren Krise 2 richtig gute Menschen getroffen habe. Also einen sehr guten Psychiater und einen sehr guten Psychotherapeuten. Und dadurch hat sich meine Lebensqualität um 100% verbessert. Und die Medikamenteneinnahme, es waren, ich glaube, 7 Jahre, bis ich das richtige Medikament hatte. Das war echt auch richtig krass, weil das ist so eine, wie soll man sagen, ich sage immer wie so ein Uhrwerk. Ne? Hier ein bisschen dran schrauben, da ein bisschen und so. Und jetzt bin ich halt so gut eingestellt. Also eben jetzt ist das auch schon wieder einige Jahre her, dass ich das richtige Medikament habe und damit nahezu normales Leben führen kann. Also ich habe immer noch, morgens ist halt, jeden Morgen ist Kampf so. Das ist einfach so. Aber das geht dann eine halbe Stunde, nachdem ich mein Medikament eingenommen habe, denke ich so, okay, ist jetzt nicht alles so wild, wie du gerade noch eben gefühlt hast. So. Aber das habe ich so in meinem Leben integriert, dass es jetzt zu einer gewissen Normalität irgendwie geworden ist. Ja, was einem die Medikamente geben, ist eben Lebensqualität, aber sie nehmen einem auch natürlich diese Hochphasen, die ja auch sehr berauschend sein können. Aber ich kann die ein bisschen selber herstellen tatsächlich, indem ich, also mein bestes Mittel ist immer noch Musik hören, laut Musik hören, dazu singen und womöglich auch noch tanzen und womöglich noch mit meinen Kindern zusammen. Und dann ist genau dieses Gefühl, und ich habe dann auch immer Angst, dass jemand sagt so, nee, jetzt lass mal, jetzt hören wir mal auf Musik zu hören. Und ich denke so, nein, ich will das Gefühl noch ein bisschen länger haben. Und das schaffe ich auch mit Kreativität. Das funktioniert, also diese abgeschnittenen Gefühle, die kriege ich damit wieder so ein bisschen hergestellt. So, und das ist genau der Grund, warum dieses alles. Das ist, glaube ich, die Antwort darauf. Gerade wenn ich das jetzt auch noch mal so reflektiere, so, weil das ist auch der heiße Tipp des Tages für alle anderen, so dass man kann seine Gefühle schon auch ein bisschen mit beeinflussen. So. Das geht tatsächlich. Und da gibt es auch tolle Wissenschaft drüber, dass wenn Leute miteinander singen, dass es einfach so connected und das kann ich echt nur so bestätigen. Und das ist, ja, dadurch ist mein Leben halt richtig krass lebenswert geworden und ich versuche so viel wie möglich auch solche Momente natürlich zu haben, aber man wird auch ein bisschen süchtig danach, dieses Gefühl wieder zu haben, ne? Weil eben normalerweise ist es halt, ist es nach unten nicht so ganz heftig und nach oben eben auch nicht, sondern eher so Mitte und das ist manchmal auch schwer auszuhalten. So. Das ist mein neues Wohnmobil, nachdem ich, glaube ich, wie lange habe ich von 2018 bis jetzt 5 Wohnmobile gehabt und die habe ich alle mit sehr viel Herzblut umgestaltet. Und das war, also die sind auch total schön geworden, aber die waren so unzuverlässig, dass ich irgendwann keine Kraft mehr hatte, weil bei jeder Reise, so wie bei der letzten, waren wir in Norwegen und da war mir der Auspuff abgefallen. Und wir mussten ungefähr alle 100 Kilometer anhalten und haben den dann immer wieder dran geklebt oder mit Draht festgemacht oder sonst wie. Und mit letzter Kraft sind wir hier wirklich angekommen. Morgens um 4 und das Auto war so laut. Es war unfassbar laut. Ich bin ja das ganze Jahr über da drin, also ich wohne da drin. Und der Winter war jedes Jahr so anstrengend, weil ich auch relativ günstige Heizungen da drin hatte, die man eigentlich nicht einbauen soll. Aber ich habe halt auch nicht gesehen, dass ich bei so einem 3.500 € werten Wohnmobil jetzt eine Heizung für 2.000, 3.000 € einbaue, weil ich immer nicht wusste, wie lange hält das denn, das Wohnmobil. Das war mir ein bisschen zu riskant. Und ich habe über Monate, Jahre immer so recherchiert und habe gedacht, so, oh, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit und Luxus, weil ich weiß nicht, der ADAC hatte mich zwischendurch auch mal rausgeworfen,
weil die mussten mich so oft auch im Ausland abholen. Also ich glaube, in Italien bin ich mal liegen geblieben, in Spanien, keine Ahnung, also überall mal. Und bin dann ohne Wohnmobil wieder nach Hause gefahren und hatte dann auch lange keins. Und dann habe ich aber auch kein Zuhause so richtig gehabt. Die Parzelle war da noch gar nicht, die war noch am Werden und ich war dann irgendwie ein bisschen homeless. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Ich habe da im Sommer auch manchmal geschlafen. Wenn es ganz, ganz heiß war und im Wohnmobil mir zu warm war. Genau, und das bleibt tatsächlich auch das ganze Jahr draußen. Ob man es glaubt oder nicht. Und es ist halt immer trocken und schimmelt nicht und gar nichts, weil es auch belüftet ist, schätze ich mal. Ja. Ja, ich fand halt auch smart einfach dieses, dass man 120 € im Jahr dafür zahlen muss. Also statt 1600 habe ich, glaube ich, irgendwann mal gezahlt. Und das fühlte sich so schräg an, weil ich irgendwie dann dachte, ja gut, ich kann wohnen, aber das war's auch. Ich kann jetzt nicht reisen, ich kann mir keine tollen Sachen leisten. Ich kann eigentlich nur gucken, dass ich wohne. Im Mietverhältnis, ich bin da sowas von raus. Ich habe auch einfach keine Lust, das Geld, was ich jetzt verdiene, das erste Mal in meinem Leben irgendwie so einem Vermieter in den Rachen zu werfen. Also da würde ich mir eher was anderes überlegen tatsächlich. Richtig so einmal cremige Pizza. Ja, aber dann ist die schön crispy unten. Oh, ist richtig gut geworden. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Vor allem hast du auch so schnell gemacht eben, ne? Ja, so an diese glutenfreien Sachen gewöhnt. So. Jetzt Käse. Ich glaube, es ist sogar noch italienischer Käse. Aus Italien? Also nicht der große, aber ich glaube der würzige. Ich habe den würzigen ein bisschen mit reingemischt. Cool. Ja. Okay. Jetzt kommt der. Jetzt wird gewartet. Genau, ich hatte das gerade eben ja schon so ein bisschen angeschnitten. Also das, was halt in den letzten Jahren immer schwer war, war der Winter. Und dieses Jahr freue ich mich auf den Winter. Ich glaube, dass es echt nicht für jeden Menschen was ist. Also davon bin ich sehr, sehr überzeugt, weil bis man es, sagen wir mal, gemütlich hat, dauert es halt. Ne? Also man muss dafür was tun. Man muss Holz reinholen, auch wenn es draußen regnet, muss seine Toilette sauber machen selber. Ja, bis es dann warm und gemütlich ist, da sind schon ein paar Gänge zu machen. Aber wenn es dann so ist, dann genießen wir es aber doppelt und dreifach. Und das finde ich halt total cool. Guck mal, ich habe da auch einen hingelegt. Kannst du da gleich abnehmen? Ist gut. Ja, richtig. Ich glaube, da habe ich ganz oft das Gefühl im Gespräch mit Menschen über meine Art zu leben, dass viele so, oh, richtig cool, würde ich auch gern machen. Aber die stecken so fest in diesem, was sie so vorgelebt haben, ist ja auch erstmal nichts Schlimmes. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es vielen auch wirklich nicht gut geht damit. Aber die trauen sich halt nicht, weil ja, ist ja nicht so richtig legal und ja, man muss ja dann aber auch sich bewegen und so. Und ich versuche eigentlich auch so vielen Leuten wie möglich zu sagen, also wenn man eine Veränderung will, ne, egal in welche Richtung, völlig egal, ob man irgendwie in einer Beziehung unglücklich, keine Ahnung, mit seiner Wohnsituation, mit Freunden, pipapo, wenn man die Komfortzone nicht verlässt, ne, dann wird man das leider nicht hinkriegen. Also man muss dafür immer über diesen Schritt hinaus, weil wenn man auf dem Sofa sitzen bleibt, da wird sich nichts verändern. Das ist zwar wahnsinnig gemütlich, warm, kuschelig, Netflix und so, finde ich auch super. Aber wenn man das nicht schafft,
diesen Raum mal zu verlassen, dann wird sich nichts verändern. Und ich glaube aber, dass die meisten das können. Und wenn sie diesen einen unangenehmen Schritt gehen würden, dann würde für viele Leute das Leben sehr viel angenehmer werden.